Ich will sauberes Geld. Wie Sie schon richtig bemerkt haben, brauche ich Sie dafür. Also beeilen Sie sich mit dem Gesundwerden. Sonst wird der Berg von Millionen immer kleiner. Das werden Sie noch bereuen, das schwöre ich Ihnen. Dein Vater hat recht. Sebastian hat mit deiner Mutter geschlafen. Du hast also gehört, dass sie und Sebastian... Du hast dich bestimmt verhört. Das kann nicht sein. Deine Mutter war total panisch, als sie mich gesehen hat. Wir haben geredet und sie hat zugegeben, dass sie mit Sebastian im Bett war. Ich wollte ja auch schon viel früher davon erzählen, aber dann meinte deine Mutter, weil du schon bei ihrer Krise mit deinem Vater schon so fertig warst und dann auch wegen Lydia... Sebastian ist doch mit Lydia zusammen. Ich weiß, deswegen bin ich ja vorhin auch so ausgerastet. Diese ganze Familienheuchelei. Ich habe das beim Grillen schon kaum ausgehalten. Und als du mir dann vorhin auch noch von der Schwangerschaft erzählt hast, da... Fabian? Ich weiß, das muss jetzt echt der Hammer für dich sein. Gibt's denn gar nichts Schriftliches über diesen Termin mit diesem Marquez? Ich habe da nur mit seinem Fahrer telefoniert, diesem José Perez. Einmal zur Terminvereinbarung und dann, als er mich nochmal abgeholt hat, da warst du doch dabei. Ja, also schön, da müssen wir jetzt irgendwie mit der Telefonnummer von diesem Perez weiterkommen. Die muss doch noch in deinem Telefon gespeichert sein. Mein Handy ist verschwunden. Na, was für ein Zufall. Ich könnte wetten, dass Tanja diesem Pseudospanier bezahlt. Herrgott, noch mal, irgendjemand muss euch doch gesehen haben. Jetzt denkt noch mal nach. Gab's auf dem Weg irgendwelche Auffälligkeiten, Baustellen oder Autos, die euch entgegenkamen oder Fußgänger? Nein, da war absolut niemand. Außer einem herumstreuenden Hund. Ein Hund. Ja, also Hunde scheiden als Zeugen leider aus. Ja, also gut, immerhin, wir haben diese Motorpanne. Wenn du mir die Stelle genau beschreiben kannst, dann finde ich die vielleicht. Vielleicht gibt es da irgendwelche anderen Hinweise. Glaubst du wirklich? Niemand nimmt mir diese Geschichte mit Perez ab. Wieso glaubst du mir eigentlich? Aus demselben Grund, aus dem du damals als Einziger an meine Unschuld geglaubt hast. Ich liebe dich. Und ich vertraue dir. Natalie, ich weiß, dass ich als Ehemann total versagt habe. Allerdings. Ich mache das alles wieder gut. Die Besuchszeit ist beendet. Wir schaffen das, okay? Kommen Sie. Draußen wartet jemand, der Sie auf Ihre Zelle bringt. Passen Sie bitte auf meine Frau auf, ja, dass ihr nichts passiert. Selbstverständlich. Ich werde besonders gut auf Ihre Frau aufpassen. Papa hat geahnt, dass Mama was mit Sebastian hatte. Und ich, Vollidiot, habe ihn ausgelacht. Glaub mir, ich hätte am liebsten nie davon erfahren. Und mir ist es super schwer gefallen, dir das nicht zu sagen. Was macht ihr denn schon wieder hier? Die Putzkolonne meldet sich zum Einsatz. Wir wollten euch dann doch nicht mit der ganzen Arbeit alleine lassen. Ich schon, aber das Geburtstagskind hat ein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegensatz zu dir. Ja, so viel ist es jetzt auch nicht mehr. So, und ihr macht jetzt erstmal Pause. Wow, wirklich viel ist es ja echt nicht mehr. Und wenn wir uns doch beeilen, dann können wir zu dem See, von dem Rebecca erzählt hat. Hast du noch nicht genug von Familienausflügen? Was ist denn los mit dir? Wir bringen mal kurz den Müll raus.
ich diesem Arsch eine reinhauen. Das kannst du echt nicht bringen. Denk an deine Schwester, wenn die das erfährt und noch dazu an ihrem Geburtstag. Stimmt, du hast recht. Aber wenn ich da reingehe und mir weiter diese super gute Laune-Sprüche anhören muss von Sebastian, kotze ich. Ich gehe. Okay, ich hol kurz meine Tasche und lass mir irgendeine Nein, Ausrede. lass. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal allein sein, um das zu verdauen. Wenn du meinst. Dr. Stieler, bitte in die Onkologie. Dr. Stieler, bitte in die Onkologie. Diese Schmiererei ist doch gelogen, oder? Schön wär's. Natalie als eifersüchtige Kamikaze-Fahrerin. Wie passt das denn? Ich wollte das zuerst auch nicht glauben, aber Elisabeth und Charlie waren zufällig Zeugen. Außerdem hat man Nathalies DNA-Spur im Unfallfahrzeug gefunden. Ja, und Lars? Versucht er sie jetzt trotzdem wieder aus der Nummer rauszuhauen? Ja, schon, aber das sieht nicht gut aus. Frau am Steuer, ungeheuer. Sagt man doch so, oder? Unser Zeuge hat mir gerade noch gefehlt. Kannst du mich bitte auf mein Zimmer bringen? Warte mal, Leonard. Kommst du mal mit in die Cafeteria? Ich brauche mal deinen ärztlichen Rat. Ist für eine Freundin von mir. Ja, sicher. Ich bin gleich zurück. Warte mal. Viel Spaß. Tja, jetzt sitzen wir ja fest, was? Wenigstens die Aussicht ist nicht übel. Wo wir uns gerade so nett unterhalten. Danke. Ohne deine Niere würde ich wahrscheinlich die Radieschen schon von unten betrachten. Verdient hättest du es. Ja, ich liebe dich auch, mein Sohn. Können wir unsere kleine Meinungsverschiedenheit nicht einfach vergessen? Bevor du nicht zugibst, dass du für Sophias Entführung verantwortlich bist, können wir gar nichts. Würden Sie mich bitte auf mein Zimmer bringen? Als sie von dem Seitensprung erfuhr, räumte Natalie von Lahnstein ihre Nebenbuhlerin Katharina Kübler eiskalt aus dem Weg. Seitdem liegt die junge Frau im Koma. Obwohl der Polizei eindeutige Beweise vorliegen, leugnet die bereits wegen Fahrerflucht vorbestrafte Natalie von Lahnstein diese Tat. Wie kommt die an die Informationen? Ja, das frage ich mich auch. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie das wirklich getan haben soll. Ich wünschte, ich könnte ihr irgendwie helfen. Und ich wünschte, ich hätte in dem Moment woanders hingeguckt. Aber was sollte ich dann machen? Sollte ich sie decken, genauso wie damals? Nein, natürlich nicht. Mein Gott, Natalie ist meine beste Freundin. Ich würde alles für sie tun. Wenn sie tatsächlich versucht hat, jemanden umzubringen. Dann muss sie auch dafür gerade stehen. Wir müssen dringend was gegen diese Schmutzkampagne unternehmen. Ja. Ich finde heraus, wie die Presse an die Information gekommen ist. Das ist das Mindeste, was ich für Natalie tun kann. Wo ist Mama? Die ist einkaufen. Ist was? Nein, ich muss nur was mit ihr besprechen. Wann kommt sie denn wieder? Keine Ahnung. Warte mal. Fabian. Wegen gestern. Ich glaube, ich habe mich da in irgendwas reingesteigert mit Sebastian und Mama. Du hattest vollkommen recht, das war absoluter Schwachsinn. Ach ja? Ja, ist mir heute Morgen an Lydias Geburtstag klar geworden. Da sieht man ja, wie sehr Sebastian Lydia liebt, ne? Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Sowas auch nur zu denken. Du, tu mir einen Gefallen und sag niemandem was von diesem absurden Gedanken, ja? Was ist los? Bist du blass? Mir ist auch nur ein bisschen übel. Ich leg mich mal besser hin.
vielen Dank. Was sollte das eben? Hey, jetzt flipp nicht gleich aus. Ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn ihr zwei euch mal aussprecht. Aussprechen? Wie denn? Der Typ lügt, wenn er den Mund aufmacht. Zeig mal deinen Arm. Ja, du hast recht. Adrian war in der Vergangenheit sehr auf seinen Vorteil aus. Aber wer wüsste das besser als ich? Ja, das hast du aber sehr gut verdrängt. Ich habe gar nichts verdrängt, Konstantin. Ich denke nur, jeder hat eine zweite Chance verdient. Der Typ macht doch nur einen auf geläutert und auf leidend, um davon abzulenken, dass er unsere Nichte entführt hat. Warum kapiert das denn niemand? Und warum vergisst du nicht endlich mal deine irrsinnigen Verdächtigungen? Adrian hat Sophia gerettet. Und mehr noch. Er wäre sogar beinahe selbst dabei draufgegangen. Ja, für 5 Millionen kann man es schon mal riskieren, sich anschießen zu lassen. Konstantin, deine Theorien machen keinen Sinn. Adrian ist pleite. Er kann sich nicht mal eine vernünftige Reha leisten. Da kommen mir die Tränen. Wenn er das Geld hätte, warum benutzt er es dann nicht? Immerhin geht es hier um seine Gesundheit. Damit wir keinen Verdacht schöpfen. Außerdem weißt du doch selber, dass die Scheine alle registriert sind. Hast du schon mal daran gedacht, dass jemand, der so ein Verbrechen plant, doch damit rechnet? Geld kann man waschen. Glaub, was du willst. Ich bin mir 100% sicher, dass Adrian hinter der Entführung steckt. Ansgar, warte. Warst du bei Natalie? Wie geht's ihr? Ich wusste gar nicht, dass es irgendjemand in dieser Familie außer mir interessiert. Das ist nicht wahr. So? Dann verbergt ihr eure Anteilnahme aber ziemlich gut. Naja, ich jedenfalls werde Nathalies Unschuld beweisen. Wie willst du das machen? Alle Indizien sprechen dafür, dass sie Kitty angefahren hat. Ja, mag sein. Dann sorge ich eben für Indizien, die dagegen sprechen. Als erstes suche ich mal Zeugen, die Nathalies Alibi bestätigen können. Warum setzt du dich auf einmal so für sie ein? Das ist doch wohl klar, oder? Sie ist meine Frau. Das war früher auch kein Grund für dich. Ja, mag sein, dass ich sie in der Vergangenheit nicht genug geliebt habe. Aber das ist jetzt anders. Ansgar, du liebst niemanden außer dich selbst. Das ist deine Meinung. Aber weißt du was? Wenn du dein Betroffenheitsgetue ernst meinst, kannst du dich gern ein bisschen nützlich machen, hm? Ah, da kommt ja unser Judas. Und? Weißt du mehr? Ich habe gerade mit dem Herausgeber vom Düsseldorfer Kurier telefoniert. Hinter der Informationsquelle steckt niemand anderes als Tanja. Wer sonst? Dieses Miststück. Fabian? Schläfst du? Aber er hat gesagt, du fühlst dich nicht gut. Das ist Fieber. Was ist los? Konntest du das nur tun? Du hast Beweise gefälscht und dafür gesorgt, dass Natalie ohne Alibi im Knast landet. Ich krieg raus, wie du es gemacht hast, und dann dreh ich den Spieß um, verlass dich drauf. Viel Erfolg, Inspektor Clouseau. Nur im Gegensatz zu deiner großen Liebe hab ich ein Alibi. Ach ja, natürlich. Unser völlig sinnloses Treffen im Schneiders, stimmt's? Freu dich nicht zu früh, Tanja. Ich werde beweisen, dass Natalie nichts damit zu tun hat. Lass mich los, ansonsten werde ich dich anzeigen. Dann kannst du deiner Frau im Knast Gesellschaft leisten. Ich bin übrigens sehr, sehr gespannt, ob deine süße kleine Natalie so ganz allein eventuell auf dumme Gedanken kommt. Natalie ist stärker, als du denkst. Sie steht das durch. Ja, das hat sie ja in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Ich mach dich fertig, Tanja. Das hast du in letzter Zeit öfter gesagt. Ich würde mir mal Gedanken machen, warum es dir nie gelingt. Willst du den nicht gleich ein Feldbett in sein Zimmer stellen lassen? Wenn sein Sohn sich nicht um ihn kümmert, dann muss ich das eben tun. Der Typ hat meine Niere, das reicht ja wohl. Ich übernehme das. Adrian will sich wirklich gerne mit dir versöhnen. Rebecca, nochmal zum Mitschreiben. Der Typ will meine Innereien. Ich will sein Geständnis. Mehr ist er nicht und mehr wird er auch niemals sein.
Geht dir diese Leier nicht langsam selbst auf die Nerven? Als du nach der OP fast gestorben bist, saß Adrian an deinem Bett und hat um dein Leben gebangt. Hat er dir das erzählt? Nein, ich habe ihn gesehen. Er hätte das selbst von mir niemals zugegeben. Aber das willst du natürlich gar nicht wissen. Klar. Das passt ja auch nicht in dein Dickschädel rein. Egal. Vergiss es einfach. Es ist einfach so passiert. Einfach so passiert. Ich weiß, es gibt keine Entschuldigung. Wenn ich es rückgängig machen könnte. Es war ein Fehler, aber... Bitte sag dem Papa und deiner Schwester nichts. Es würde alles kaputt machen. Ich habe lange mit mir gerungen, aber... Ist das Kind von Sebastian? Nein. Wobei, so genau weiß ich es nicht. Fabian, Judith für dich. Ich habe ihr doch gesagt, ich will allein sein. Filme sie ab, ich will sie nicht sprechen. Hast du dich mit Judith gestritten? Ja, ich merke. Frauengespräche, ja? Ich lasse mir eine Entschuldigung einfallen, okay? Danke. Und jetzt will ich endlich allein sein. Judith, pass auf, der ist gerade unter der Dusche. Kann ich ihm was ausrichten? Warum lässt diese Frau mich nicht in Ruhe? Erst schiebt sie mir Hannes Tod in die Schuhe und jetzt, was habe ich ihr denn getan? Natalie, wir werden beweisen, dass du Kitty nicht angefahren hast. Ach ja, und wann? Falls es ihr überhaupt gelingt. Doch, natürlich, du kannst dich drauf verlassen. Tanja hat bis jetzt immer erreicht, was sie wollte. Ja, na und? Dann wird es eben jetzt Zeit, dass sich das mal ändert. Ich weiß aber nicht, ob ich das aushalte. Die letzten 2 Tage waren die Hölle. Natalie, du musst einfach jetzt noch ein bisschen Geduld haben. Herr Graf, Sie müssen gehen. Sagen Sie, ich bezahle Sie doch gut genug für diese Besuche, oder? Ja, natürlich, aber wir haben Schichtwechsel. Da bin ich machtlos. Halt durch, Natalie. Hey, Schätzchen. Ich habe hier was Schönes für dich. Was soll das? Ich dachte, damit du deine Probleme ein bisschen betäuben kannst. Danke, ich trinke nicht. Glaub mir. Du kannst jeden Tropfen davon sehr gut gebrauchen. Die Zeit hier drin kann sehr lang und einsam sein. Und du hast ja noch eine ganze Menge davon vor dir. Oder dachtest du, dass du Weihnachten schon wieder draußen bist? Ich meine natürlich Weihnachten 2018. Gehen Sie ruhig vor. Was soll das denn? Bin ich schwul oder was? Danke, hätte auch gereicht. Wofür? Wahrscheinlich haben Sie sich für das Monster bloß wieder an meiner Kohle vergriffen. Ist der Fummel neu? Keine Panik. Das Kleid ist uralt. Vom letzten Sommer oder so. Ach ja, und den Korb, den hat meine Chefin bezahlt. Tanja? Na, Prost, Mahlzeit. Da kann ich ja gleich Rattengift pur schlucken. Der war eigentlich für ihr blondes Helferlein bestimmt, aber da die ja sowieso im Koma liegt, greifen Sie zu. Ach so, ich dachte schon. Das könntest du trotzdem wieder mitnehmen. Oder sehe ich aus wie der Rohkosttyp? In Ihrer finanziellen Lage sollten Sie bei Geschenken nicht wählerisch sein. Wie lange wollen Sie überhaupt noch rumgammeln? Glauben Sie, ich liege zum Spaß hier? Dann entlassen Sie sich doch endlich selbst. Wie auf eigene Verantwortung, oder wie das heißt. Damit ich draußen zusammenklappe, na, das könnte so passen. Ich will diese Geldumtauscherei endlich hinter mich bringen. Ich habe keinen Bock, auf Millionen zu sitzen und nichts davon zu haben. Fabian, ich habe Besuch mitgebracht.
Ich muss jetzt auch auf die Messe. In einer halben Stunde geht mein Zug. Also, mach's gut, Großer. Hm? Und vertragt euch wieder. Das Leben ist viel zu kurz für Streitereien. Hm? Ciao. Ich wollte nur mal wissen, wie es dir geht, aber du gehst ja nicht ans Telefon. Du sollst mir schon gehen. Schiss natürlich. Ich muss die ganze Zeit daran denken, wie Sebastian und meine Mutter. Ich will da gar nicht dran denken. Hast du mal mit ihr geredet? Und? Wahrscheinlich das Gleiche, was sie dir gesagt hat. Es tut ihr leid, sie weiß nicht wieso. Wenigstens das. Wenigstens tut es ihr leid. Das ist ja wohl das Mindeste. Sie hat meinem Vater immerhin gesagt, dass sie ihn betrogen hat. Sebastian hingegen. Dieser Typ denkt wohl, der kommt damit durch. Sport rausgemacht, wie er meine Mutter rumkriegt. Ich weiß nicht, dazu gehören ja immer noch 2. Trotzdem, du hast ihn noch mit Lydia zusammen gesehen. Dieser arrogante Arsch bereut gar nichts. Ganz im Gegenteil. Der findet sich wahrscheinlich cool, weil er damit durchkommt, verdammt. Meinst du wirklich? Na, Logo. Jetzt sitzt er da mit meiner Schwester und feiert Geburtstag. Und insgeheim lacht er sich einen Ast ab. Wo willst du hin? Ihm mal zeigen, was ich davon halte. Jetzt warte doch, verdammt. Warte mal, warte mal. Konstantin, das ist echt gerade schlecht. War Olivia in letzter Zeit häufiger bei Adrian? Olivia? Keine Ahnung. Wobei... Doch, sie hat ihn kürzlich erst besucht. Sie hat irgendwas gefaselt von wegen, sie wollte sich bei ihm bedanken, weil er ihre Cousine gerettet hat oder sowas. Aha. Aber ich muss jetzt los. Neue Klunke? Hast du mich erschreckt? Komisch, dass man sich als schlecht bezahlte Assistentin so teuren Schmuck leisten kann. Du meinst das hier? Das sieht nur so aus. Oder hast du wieder irgendein krummes Geschäft mit meinem Erzeuger am Laufen? An Ihrer Stelle würde ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Sonst lasse ich Sie hochgehen wegen Bestechung im Dienst. Die Kleine ist zäher, als ich dachte. Außerdem scheinen ihr die Besuche ihres Mannes gut zu tun. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass ihr nur eins gut tut. Ein tiefer Schluck aus der Flasche. Ich weiß, aber wenn sie nun mal nicht trinken will. Die Frau ist Alkoholikerin, sie wird rückfällig. Erhöhen Sie den Druck. Sorgen Sie dafür, dass sie immer ein Schlückchen im Blickfeld hat. Kein Problem. Sie wissen doch, steter Tropfen höhlt den Stein. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich war den ganzen Tag ruhig. Schließ die Tür auf. Nein. Dann eben nicht. Fabian, das bringt doch nichts. Das werden wir mal sehen. Ihr, wieso? Hast du deinen Schlüssel vergessen? Du Penner. Hast du sie noch alle? Was zum Teufel soll das? To